Der CH53 Sea Stallion. Das bedeutet so viel wie Meereshengst. Freunde, dann denke ich mal, stelle ich euch heute wohl das größte aus Klemmbaustein je hergestellte Seepferdchen vor. Willkommen in der Norkenplötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, ich habe die Tage eine E-Mail bekommen von Let's DIY oder Lesti, je nachdem wie man es ausspricht, den großen Shop und Kommissionierer aus China. Die meinten, lieber Bloxy, du stellst doch Flugzeuge und Fahrzeuge und Panzer vor, wir hätten da was für dich von einem coolen Designer, der Darth Designer heißt. Darth Designer, dachte ich mir, klasse. Einer der coolsten Designer, die ich kenne auf Rebrickable. Also habe ich nicht lange gezögert und habe ja gesagt. Ein paar Wochen später kam ein Plastikbeutelchen, in dem sich das Set hier versteckt hat. Der CH53 Sea Stallion, die 33037. Ein großer Hubschrauber, den es auch bei der Bundeswehr gibt und wie gesagt, designt von Darth Designer. Freunde, da gab es sogar noch etwas mit dazu. Das zeige ich euch gleich. Wenn wir hier landen auf meinen meeresgrauen Bauflies, dann schauen wir uns den Inhalt und das, was es on top gab, noch einmal genauer an. Ja, Freunde, schaut euch an, was ich bekommen habe im Paket von Lesti. Richtig cool zuerst. Wir haben Werkzeug bekommen. Ja, es gibt auch Werkzeuge für Klemmbausteine. Hier 3 Teile, nämlich so ein Anlege-Geodreieck. Wir haben eine Zange zum Unterstützen, wenn man irgendwo Pins rausziehen muss. Und wir haben einen Teiletrenner, der so ein bisschen so aussieht wie der von Kada. Building Kit finde ich richtig cool. Hier hinten gibt es die Anleitung. So ein Dreieck hatte mal Lego, meine ich, auch im Angebot. Bei Kada gibt es das, glaube ich, auch. Und viele von euch, die 3D-Drucker haben, kennen das vielleicht auch. Richtig cool zum Anlegen, was man weiß, welche Stange wie lang und welche Bögen und wie lang ein Liftarm sein muss. Hammer! Benutze ich gleich zum Bauen. Dann seit neuestem bei den Asiaten ja immer Taschen. Hier wirklich eine starke Jute-Tasche. Hier steht Lesti drauf oder Let's DIY, wie ihr das möchtet. Finde ich cool. Ich mag diese starken Riemen hier. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Hanfseil, wie wir es kennen von der Marine. Aber Thema Marine, hier haben wir es. Unser Arbeitstier der US Marines und auch bei der Bundeswehr gibt es ja den CH53 Transport Helikopter, hier den Sea Stallion von Reobricks. 14 Jahre ist die Altersempfehlung, 2192 Steinchen, das Set 33037. Und Freunde, ich bin ja richtig gehypt, weil es mal wieder von einem meiner Lieblingsdesigner kommt, von Darth Designer. Den findet ihr auf Rebrickable. Hammer cooler Typ. Schaut euch mal den Link an unten in der Videobeschreibung. Und ich finde es cool, dass diese Asiaten hier, also ob es jetzt Medieval Brick oder Let's Brick oder hier Let's DIY oder wie sie heißen, verstärkt mit Designern zusammenarbeiten. Und ich freue mich sogar, wenn ich dann hier eins vorstellen kann von einem meiner Lieblingsdesigner. Der Darth Designer macht so ein bisschen Star Wars, der macht Hubschrauber, Flugzeuge, Panzer, also alles das, was ihr auf meinem Kanal sowieso findet. Aber nicht lang schnacken. Wollen wir uns mal angucken, was sich hier im Karton verbirgt. Da haben wir die Rückseite. Da seht ihr sogar, wir können das Fahrwerk ein- und ausfahren. Wir können sogar hinten die Klappe auf und zu machen. Und wir haben sogar hier runterklappbare Sitze für das Personal, möchte ich mal sagen, oder die Leute, die transportiert werden sollen. Finde ich cool. Und auch sogar cool hier ein bisschen Fakten. Aber die bekommt ihr ja gleich ja sowieso bei der Faktenzeit, wenn ich es baue. Freunde, jetzt muss das Ding aber einmal fliegen, damit wir sehen können, was sich im Karton verbirgt. Ja, Freunde, da ist der Inhalt auf den Bautisch. Natürlich typisch chinesisch, pickepacke voll. Und ich kann euch sagen, ich mag diese Sortierung von Reobricks, kommen wir gleich zu. Erst einmal die Anleitung, die ist ein bisschen verknackst, angeknittert hier. Ich lege sie mal kurz zur Seite, wir gucken uns die Tüten an. Wir haben nämlich hier 6 Bauschnittstüten, 4, 1, 2, 3, 5 und 6. Und was das Coole ist an diesen Tüten oder dieser Art von Reobricks, ihr seht es vielleicht hier, 5 von 5
man arbeitet hier wirklich die Tüten durch. Also wenn wir jetzt aufreißen, haben wir 5.1, 5.2 und so weiter und die bauen wir auch so weg. Das macht richtig Spaß, das kann ich euch sagen. So könnt ihr nämlich getrost alle anderen Bautüten, die ihr nicht braucht, erstmal vom Tisch legen, so wie ich es jetzt mache. Wir brauchen erstmal die 1 und die reißen wir dann auf und bauen dann die Tüten nacheinander weg. Und wir haben sogar einen richtig coolen Teiletrenner noch dabei. Das zeige ich euch. Guckt mal. Einen Delfin. Das finde ich ja cool. Also Tüte 1 und dann haben wir hier Tüte 1.1, mit der fangen wir an und so weiter. Also das macht Spaß. Da braucht man fast keine Schälchen. Und schaut euch mal diesen kleinen Delfin oder Wal Teiletrenner an. Der fühlt sich so ein bisschen leicht an und ich weiß noch nicht, ob er es aushält, aber er passt irgendwie zum Sea Stallion. Also, hiermit fangen wir an. Fehlt noch die Bauanleitung, die, ihr seht schon hier, einen riesengroßen Stickerbogen hat. Ist natürlich klar, wenn das Set hier basiert auf einem Mock, da gibt es ja kaum bedruckte Teile. Ich lasse den wahrscheinlich weg, muss ich mir angucken. Gerade erschlägt es mich. Oh, so Transparentaufkleber, das mag ich nicht wirklich, aber schauen wir mal. Ich lege den Stickerbogen erstmal zur Seite. Bisschen schade ist, dass die Anleitung geknickt ist. Sie ist so DIN A5 Großklammer gebunden. Sie ist anders als mein letztes Riobrix-Set. Nicht auf normalem Papier, sondern auf so ein Glanzpapier. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr nebenbei futtert, wirklich hier getrost losfuttern. Denn das Papier ist so ein bisschen, ja, jetzt nicht wasserabweichend, aber es hat so ein bisschen so eine gewisse Patina. Wie man baut, ist typisch chinesisch. Pfeile weisen uns den Weg. Was wir bauen, ist hier so leicht ausgeblaut, nenne ich es mal, so ein bisschen Kobi-like. Wir sehen auch hier mit der Tüte 1 bauen wir den ganzen Unterboden und diese Klappsitze. Hier sehen wir in diesen kleinen Umrandungen, wie viele Steine wir für unseren Bauschritt brauchen. Und fertig sind wir dann mit dem Bauschritt 421 hier hinten, wenn wir das Set einmal drehen und den großen Rotor aufbauen. Die Anleitung ist nummeriert und hat 115 Seiten, auf denen wir das Set sehen. Und auf den letzten Seiten haben wir dann hier die Teile Übersicht. Also ich muss gucken, dass ich jetzt hier vielleicht das unter das Regal stelle, unter das Sofa, oder ich setze mich einmal selber drauf, damit ich es gerade kriege. Soll euch aber nicht belasten, Freunde. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Fakten zur CH53 und mir wünscht ihr bestimmt viel Spaß beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das originale Vorbild. Wir sprechen über den CH53 Sea Stallion. Der CH53 Sea Stallion, ein mittelschwerer Transporthubschrauber, hat sich als unverzichtbares Element der Luftmobilität etabliert. Von der Sikorsky Aircraft Corporation hergestellt, ist sein ursprüngliches Haupteinsatzgebiet das Räumen von Seeminen. Die technologischen Merkmale und Fähigkeiten des Hubschraubers machen ihn zu einem beeindruckenden Instrument, sowohl für militärische als auch für zivile Einsätze im Rahmen von Katastrophenhilfe. Der CH-53 Sea Stallion, wobei das CH für Cargo-Helikopter steht, ist mit einer Passagiertür auf der rechten Seite des Rumpfes hinter dem Cockpit und einer hydraulisch betriebenen Heckladerampe ausgestattet. Ihr wasserdichter Rumpf, obwohl nicht für den amphibischen Einsatz vorgesehen, ermöglicht Notlandungen auf dem Wasser. Die mechanischen Flugsteuerungen, unterstützt von 3 unabhängigen Hydrauliksystemen, bieten präzise Kontrolle über den Hubschrauber. Die Besatzung von 4 Personen, bestehend aus Pilot, Copilot, Crew Chief und Luftbeobachter, kann 38 Soldaten befördern. Der Windenhaken ermöglicht das Aufnehmen externer Ladung von bis zu 5.900 Kilogramm, während 7,62 x 51 mm NATO M60 Maschinengewehre an beiden Seiten des Rumpfes angebracht sind. Der Hubschrauber verfügt über einen 6-blättrigen Hauptrotor und einen 4-blättrigen Heckrotor, deren zusammenklappbare Ausführung Platz an Bord von Marinenschiffen spart. Ursprünglich angetrieben von 2 General Electric T64-6 Turbowellentriebwerken mit je 2031 Kilowatt, wurden
in späteren Versionen leistungsgesteigerte Motoren wie der T64-1 mit 2300 Kilowatt und der T64-16 mit 2599 Kilowatt eingebaut. Die CH35D-Versionen erhielten noch stärkere Motoren wie den T64 General Electric 412 mit 2755 Kilowatt und den T64 413 mit 2927 Kilowatt sowie ein leistungsgesteigertes Getriebe. Sitzplätze wurden hinzugefügt, um ca. 55 Soldaten zu befördern. In der Bewaffnung wurden Maschinengewehre integriert und in späteren Jahren erhielt die CH-53D-Version sogar defensive Abwehrwaffen wie Flares und auch ein Doorgunner mit Minigun ist möglich. Die CH-53D, die in ihrer Ausstattung der deutschen CH-53GS entspricht, wird derzeit vom US Marine Corps eingesetzt. Mit der Einführung des V-22 Osprey ist geplant, diesen Typ langsam außer Dienst zu stellen. Die fortlaufende Modernisierung und Anpassung an die Anforderungen der Zeit unterstreichen jedoch die zukünftige Rolle des CH-53 Sea Stallion als technologisches Wunder und zuverlässiges Arbeitstier der Lüfte. Insgesamt zeigt die oder der CH-53 Sea Stallion, dass sie nicht nur ein Hubschrauber, sondern ein Meisterstück der Technik ist. Ihre beeindruckenden Fähigkeiten und Anpassungsfähigkeiten machen sie zu einem wertvollen Instrument, sowohl, wie schon erwähnt, für militärische als auch zivile Anwendungen. Wir, also ihr und ich, können gespannt sein, wie dieser Hubschrauber weiterhin die Luftmobilität prägen wird. Natürlich ist auch sein Ende in Sicht, was die Leistung angeht, die Dienstleistung in Deutschland. Hier wird ja auch langfristig der CH-53 vom Chinook aus den USA ersetzt. Dieser stammt von Boeing und heißt CH, also auch Cargo Helikopter 47. Folgende Länder nutzten den Sikorsky CH-53. Das ist Deutschland mit 112 Maschinen, der Iran in der RH-53D-Version als Minenräumer, Israel hat 33 Stück eingesetzt, Yasur heißt das Fahrzeug dort, 11 hat Japan eingesetzt, Mexiko 4 Stück, sie haben die Yasur-Version aus Israel gekauft, Österreich hatte 2, hat aber welche verkauft wieder an Israel aufgrund der hohen Wartungskosten, sowie die Vereinigten Staaten natürlich in ihren Teilstreitkräften der Air Force, der Navy und der größte Nutzer ist hier, wie schon erwähnt, das US Marine Corps in der Version, wie wir hier auch dieses Set von Reobrix bauen. Noch ein kleiner Nachtrag generell zur CH-53 aus der Bundeswehr bzw. von der Bundeswehr. Diese Maschine wurde fast ausschließlich in Deutschland hergestellt. Es gab Lizenzabkommen. Diese Maschinen wurden alle bei den Vereinigten Flugwerken Fokker, also Vereinigte Flugwerke sind der Nachfolger von Focke-Wulf, und Fokker kennt ihr vielleicht noch aus den Niederlanden, gebaut. Mittlerweile gehören diese Konzerne über Umwege Daimler-Benz Aerospace alle zu Airbus bzw. Eurocopter bzw. der Hubschraubersparte von Airbus. Ja, Freunde, das waren jetzt ein paar Fakten zur CH-53 oder zum CH-53. Viel Spaß jetzt beim Klemmbaustein-Review des Reobrix-Sets 33037. Viel Spaß, liebe Freunde. Nach über 5 Stunden, fast 6 Stunden Bauzeit steht er da. Unser CH-53 Sea Stallion von Reobrix, zur Verfügung gestellt für das Review von Lesty, die 33037, 2192 Steinchen und Altersempfehlung ab 14 Jahren. Design vom DARS Designer, ich habe es euch vorhin gesagt. Rebrickable Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und fangen wir doch erst einmal an, wie groß dieses Viech ist, unser Sea Stallion. Ich habe hier extra so einen wunderschönen Meter-Gliederstabmaß, ihr wisst, wie das heißt. Und wir schauen mal von der Spitze bis zum Ende, wie lang ist dieses Ding. 70 cm wurden uns versprochen und die haben wir hier auch fast. Wenn wir mal gucken, Rotordurchmesser haben wir hier auch
fast 70, nehme ich 10 runter, haben wir 60. Also ein riesengroßer Trümmer. Ich packe meinen Maßstab mal wieder zusammen. Ich finde es optisch, das kann ich euch sagen, richtig gelungen, aber die Steine sind hier ein Punkt, der mir nicht gefällt, und auch die Bautechniken, wahrscheinlich die Bautechniken gepaart mit diesen Steinen, machen das Set für mich nicht zu meinem Lieblingsset. Auch wenn es eines der größten ist, was ich aus Systemsteinen, ich nenne die Steine mal so, gebaut habe. Wir haben ein paar Steine über, eine kleine Tüte hier an der Zahl. Hier unten diese 3 Steine, diesen Schildhalter und diesen 1x1er Round Stud in Trans Red. Der wird eigentlich von unten verbaut. Da das Ding bei mir aber auf den Rollen steht und ich das Ding nicht mehr hochheben wollte vor diesem Review, habe ich es bleiben lassen. Wir haben hier extra Werkzeug und da wollte ich euch noch mal was zu zeigen. Da ist es. Der Teiletrenner sieht nicht nur aus, als wenn er von Kader kommt. Er ist auch von Kader. Ich hoffe, man kann es hier lesen. Da sieht man es, Kader. Also nett, dass wir hier von Less DIY oder Lesti sowas noch dazu bekommen haben. Die Minifigur ist hier nur Schauwerk, denn ich wollte euch mal hier die Relation zeigen und wichtig ist, ob wir eine Figur nachher hinten in die Transportfläche stecken können. Das würde ich mit euch ganz gerne hier mal prüfen. Was ich weggelassen habe, ist der lästige Stickerbogen, denn er ist sehr riesig und da ist man wirklich, glaube ich, noch mal eine Stunde beschäftigt, das aufzukleben. Bei Mocks, die umgesetzt wurden zu Sets, immer schwierig mit Stickern beziehungsweise mit Prints. Deswegen gehe ich hier mit einem Sticker d'accord, aber es macht mir keinen Spaß. Und wenn ihr mal schaut, hier an dem, ihr seht es am Glänzen, dass es Transclear-Kleber sind mit Bedruckung, habe ich es weggelassen. Also, da ich eh noch nicht weiß, wohin mit dem Set, ja, habe ich vielleicht noch mal irgendwann eine Aufgabe, das zu bekleben, oder ein anderer hat sie. Es gibt noch einen Punkt, den ich euch nennen möchte, bevor wir ins Detail gehen, ist, dass wir hier eine Geschichte haben, die überhaupt nicht passt. Ihr seht hier, die Sitze sollen schwarz sein und das bildet sich auch fort in der Anleitung, dass wir schwarze Sitze haben, aber die Sitze haben braune Sitzfläche und dann schwarze Kopfstützen. Ich will mal gucken, ob ich es euch gleich zeige, denn das Cockpit, hier seht ihr es, schwarz. Das Cockpit ist mit so das Schwächste an diesem Set. Was auch noch wichtig ist, ich habe euch gesagt, ihr reißt die Tüten auf 1 bis 6 und dann baut ihr in diesen Tüten diese Untertüten weiter, so wie ich das zum Beispiel beim Guarded In von Reobrix gemacht habe. Video findet ihr da oben auf dem i. Kann ich euch sagen, leider hier nein. Man baut ja die großen Bautüten 1 bis 6 weg, also weg innerhalb von 5 bis 6 Stunden und muss halt alle Tüten aufreißen. Das ist bei so Grau in Grau in Grau manchmal ein bisschen lästig. Aber jetzt, Freunde, zeige ich euch das Ungetüm einmal, was noch ein großes Problem hat, finde ich. Als Hubschrauber sollte man eigentlich so den Rotor hier leicht drehen können. Seht ihr hier? Tut er aber nicht, denn der Rotor mit viel Kraft, so geht es, ist ein Balljoint und ja, die sind eigentlich ja Gelenke und Gelenke sind jetzt nicht dafür bekannt für permanentes Rundwedeln, nenne ich es mal, fürs Propellern wie dieser Rotor. Was ich cool finde, ist, dass diese alle so quasi ja auch fast klappbar sind. Das ist, wenn ich es schön reden möchte, schlecht finde ich, dass sie nur an einen Noppen hängen. Ich baue sie auch nachher ab, um euch das Gerät einmal genauer zeigen zu können. Ach so, und schmutzige Steine habe ich auch, sieht man hier hinten, zeige ich euch aber auch gleich. Hier meine Minifigur, geht an die Seite, die benutzen wir später. Ich schaue euch einmal den Sea Stallion von vorne, hier mit seiner ja, Auftankanlage bzw. der Refueling Stick, der Penetrator, sage ich mal, zum Auftanken hier vorne mit Technikelementen. Wir haben ein Fahrwerk, das wir einfahren können. So, mit Technikelementen, dann hier auch die Klappe, die aber auf 2 Noppen hängt. Und generell habe ich euch gesagt, hier vorne ist diese ganze Geschichte nicht ganz so, wie soll ich das sagen, hält nicht ganz so gut. Dementsprechend auch hier die Klappe. Ich lasse es einfach mal so. So ist sie ja im Normalmodus und fahre das Rad dann wieder raus. Ihr seht auch hier schon, ich habe diese ganzen Steine nicht ganz richtig randrücken können, weil das ganze Thema Cockpit ist nicht so einfach. Wir haben hier die Winde, finde ich ganz cool. Wir haben hier diese angedachte Tür.
Wir haben hier ein bisschen grün durchschimmern. Wenn es Lego wäre, würden viele berühmte Influencer wieder von Einhornkotze sprechen. Aber das haben wir hier nur in Maßen bei den Triebwerken. Wir haben hier diese Außenschwinger, die außen kleinen Miniflügel mit Tank und Schwimmern. Auch hier können wir, ich zeige es euch von unten, das Fahrwerk einfahren. Wir machen so und dann können wir es zumachen. Ja, aber auch nicht ganz, weil es hier so hoch hängt. Also wir haben so eine Scheineinklappbarung, nenne ich es mal, oder Einklapptechnik. So, jetzt musst du nur wieder rauskommen. So, zack. Na, geh ganz raus. Jetzt will es nicht mehr. Es hat doch so schön vorhin noch geklappt. So, zack. Ihr seht, es ist etwas hakelig. Wir haben hier eine Klappe, wo wir dahinter auch noch sogar einen kleinen Abrollmechanismus haben für ein Seil. Somit könnten wir auch Außenlasten unter dieses Fluggerät klemmen. Ihr seht immer mal wieder so ein bisschen, ja, so Lücken, weil es halt diese Steine etwas scharfkantig sind. Manche sind sehr weich, manche sind scharfkantig. Also das, was ich bei Reobrix bis jetzt immer so gefühlt habe. Hinten haben wir eine Ladeklappe, eine Laderampe. Da, zweigeteilt. Die klappt immer so leicht ein bisschen hoch, wenn man gegenfasst, aber sie ist fast real. Wir haben auch hier Hinges zum Rausklappen, damit es wirklich so aussieht wie diese typischen Laderampen. Aber diese Hinges sind sehr steif und wenn ich sie jetzt zuklappe, kann es sein, dass mir die Steine abklappen. Nein, aber wenn ich sie wieder aufklappen möchte, gehen die Steine ab. Seht ihr? Da. Also, ja, oder sie gehen ganz ab. Das finde ich nicht ganz so gut. Muss ich außerhalb des Bildes einmal klemmen. Also, obwohl wir von unten das mit Turntables hier gestützt haben, gehen diese Hinges immer leicht ab. Das liegt an der Qualität der Steine. So, ich klappe es jetzt einmal zu, damit ich euch zeigen kann, wie es richtig eigentlich zu wäre. Beziehungsweise, vielleicht könnt ihr reingucken, ich hoffe, es ist nicht so dunkel. Da haben wir die roten Sitze, wo die Figuren drauf kommen. Aber keine Angst, Freunde, ich werde für euch dieses Set noch einmal zerlegen, damit wir uns alles angucken können. Hier hat diese gegenläufige Klappe, einmal so zu. Hier muss man immer ein bisschen frickeln, weil durch diese Bautechnik über den Hinge, dass wir so eine schräge Form bekommen, haben wir auch ein bisschen Problem mit der Klappe. So, so und jetzt ist es zu. Was ich aber ganz cool finde, ist, dass wir hier auch den Rotor einklappen können, um diesen Sea Stallion schön auf dem Flugzeugträger parken zu können. Hier Hinges, hier der Rotor, der dreht sich ganz schön. Hier ist übrigens dieser schmutzige Stein, da sieht man es vielleicht nicht gut. Ja, von der Seite dann hier Turbinen, generell die Turbine da oben, cool, die Antriebseinheit. Was man aber auch sieht, hier der Gap, weil ich es nicht richtig festdrücken kann, sonst bricht mir hier alles ein. Zeige ich euch gleich. Dann von der Seite wieder hier, dass ich es nicht richtig festmachen kann, weil es hält nicht richtig, es hat sich verzogen. Und hier haben wir ein Fenster, was irgendwie eine Sollbruchstelle hat. Ich weiß nicht warum. Ich kann einfach hier reindrücken, weil hier unten keine Noppen sind. Generell war das ganze Aufdrücken der ganzen Abteilung hier oben des Daches Pain in the Ass, wie man sagt, weil wir hier diese Zugfenster haben und da ist das Draufdrücken immer so ein bisschen schwierig. Hier nochmal von vorne das Teil, es wiegt ein bisschen, ihr merkt es wahrscheinlich, wie ich zittere, und hier von oben. Schön gelöst, aber hier auch generell die ganze Triebwerkskonstruktion. Ich nehme jetzt einmal kurz den Rotor ab, damit ihr seht, dass der hier auf so einen Balljoint ist und ihr seht, man kann die einklappen hier quasi. Also einklappen quasi, weil es hier nur auf einer Noppe hängt. So ein bisschen wenigstens so getan, als wenn wir auf dem Flugzeugträger ein bisschen Platz bräuchten. So, geht an die Seite. Jetzt schauen wir uns das ganze Teil nochmal von oben an. Da ist dieser Balljoint mit Kreuzaufnahme. Und hier seht ihr schon, dass das Ganze eigentlich ziemlich locker ist, weil ich kann es nicht richtig festdrücken, weil das hier alles Plates sind, die sich leicht verzogen haben. Aber dafür mache ich es einfach mal ab. Da seht ihr, wie es gebaut ist. Da haben wir auch so eine Stelle, wo es sich immer leicht auseinanderbiegt. Hier der Gap. Und ich habe euch ja gesagt, ich möchte es auseinandernehmen, damit wir einmal
von innen testen können, wie sieht das Fluggerät auch wirklich von innen aus. Das heißt, wir nehmen einmal hier unsere Triebwerksgondeln ab und versuchen dann hier es aufzuklappen. So, tada! Und versuchen es auch hier. Boing. Und hier ist die von mir erwähnte Winde. Da könnten wir ein Seil reinmachen, die wir dann quasi durch diese Klappe hier nach unten führen könnten. Was lustig ist, ist, dass wir hier einen Balljoint haben am Fenster. Ich denke mal, da war vom Originaldesigner angedacht, so eine Minigun, Maschinengewehr, ein Doorgunner, um rauszufeuern, auf diesem Balljoint gesetzt. Und dann könnt ihr reingucken ins Cockpit, es ist grün und ihr seht ein bisschen vielleicht die braunen Sitze. Nein, ach, ich reiße es für euch auf, damit wir reingucken können. Aber ich möchte erst schauen, ob wir so eine Minifigur hier in den Laderaum verstauen können. Auf so einen Sitz. Boing, da fällt der Helm ab. Na, wichtig wäre aber natürlich, dass wir mit Helm diese Minifigur drauf sitzen können. Hinten auf den Hintern. So, und ihr seht, Minifiguren können wir verladen. Und wir haben 16 Sitze, meine ich. Ich zähle kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mal 2 sind 16 Sitze, die wir hier wirklich mit Minifiguren vollpacken könnten. Aber jetzt habe ich euch gesagt, wollen wir noch mal ins Cockpit gucken. Ganz kurz noch einmal die Front von vorne, die wirklich so aussieht wie ein CH-53. Aber jetzt machen wir es kaputt, denn wenn ich es hier oben abnehme, boing, ihr seht schon da hinten, fällt es weg. Es ist sehr fragil hier vorne alles. Da seht ihr, dass ich euch gesagt habe, die Sitze sind eigentlich braun. Aber auch hier könnte man Minifiguren drauf setzen. Also, die sind hier braun, dann schwarz und da unten wieder braun, obwohl sie in der Anleitung schwarz sind. Ja, sehr fragil hier vorne alles. Und wie gesagt, da seht ihr mal, das kriege ich beim besten Willen gar nicht gerade gedrückt. Dann fällt mir alles auseinander. Jetzt habe ich für euch extra für wissenschaftliche Zwecke, es soll ja ein Review sein, das ganze Ding hier zerlegt. Aber keine Angst, liebe Freunde, ihr bekommt von mir noch einmal wie immer an dieser Stelle Detailbilder. Dann könnt ihr noch mal genau gucken, was ich euch jetzt vielleicht vergessen habe zu zeigen. Und viel wichtiger ist, gleich im Anschluss, wenn wir so einmal in die Augen schauen, liebe Freunde, ist das Ding auch wieder heile. Versprochen. Wie versprochen, liebe Freunde, bekommt ihr hier nochmal ein paar Detailbilder von der CH-53, unserem Sea Stallion, unserem sehr, sehr großen Klemmbaustein-Seepferdchen. Ich möchte nochmal betonen, dass ich gar nicht undankbar bin Richtung Leslie, dass ich dieses Set hier zur Verfügung gestellt bekommen habe, aber das heißt ja nicht, dass ich die Meinung irgendjemanden nachplappere, sondern hier meine Meinung wiedergebe und die ist halt durchwachsen. Dazu aber noch mehr. Freunde, dieses hier ist ja ein Video auf YouTube und YouTube ist ja neben einer Videoplattform eine Social-Media-Plattform und das heißt, es lebt hier von Interaktion. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht ein Abo dalässt, vor allen Dingen ein Kommentar, was ihr von dieser Riesenmaschine haltet. Eure Meinungen würden mich wirklich sehr interessieren. Und ja, ich habe mitbekommen, dass über 80% bei meinen Views hier gar kein Abo haben. Deswegen würde ich mich über ein Abo auch freuen, liebe Freunde. Ja, Freunde, dass das Video schneller zu Ende, als man blub beim Ertrinken sagen kann. Freunde, ich muss sagen, optisch ein geiles Set. Ich habe es euch gesagt, Darth Designer, Zucker. Aber, dieser Fingerkuppentöter hier hat dann auf die Dauer nicht Spaß gemacht zu bauen. Ich bin jetzt froh, so wie er hier steht. Klasse, ich weiß bloß gar nicht genau, wo ich ihn hinstellen soll. Also ein ambivalentes Set, wie immer eigentlich bei meinen Videos. Am Ende, wenn ich wirklich zu einem Fazit gezwungen bin, würde ich sagen, das Design ist geil, der Bau hat keinen Spaß gemacht. Aber Freunde, was ist eure Meinung? Schreibt mir die mal bitte unten in die Kommentare, ich würde es echt gerne wissen. Und ja, Freunde, jetzt ist wie immer die große Frage, wo stelle ich das Ding hin? Aber ich weiß, da geht es euch da draußen, wenn ihr Klemmbaustein-Sammler und Bauer seid, ganz genauso. Das vereint uns, dieser ewige Platzmangel. Ja, wie immer bei Fluggeräten wünsche ich euch einen guten Flug. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.